Aktuelle Entwicklungen schauen. Das, was wir bisher wissen, hat Paul Klinzing zusammengefasst. Und auf einmal ein Feuerball am Nachthimmel. Eine Webcam am John F. Kennedy Center in Washington hält den Moment der Kollision fest. Kurze Zeit später sind Dutzende Rettungskräfte am Ronald Reagan Flughafen und suchen nach Überlebenden. Ein Passagierflugzeug der American Airlines aus dem US-Bundesstaat Kansas kommend ist beim Landeanflug mit einem Black Hawk Militärhubschrauber zusammengestoßen. US-Präsident Trump meldet sich kurze Zeit später zu dem Vorfall. Ich bin umfassend über den schrecklichen Unfall informiert worden, der sich gerade am Reagan National Airport ereignet hat. Gott segne ihre Seelen. Vielen Dank für die unglaubliche Arbeit unserer Ersthelfer. Ich beobachte die Situation und werde weitere Einzelheiten bekannt geben. Die Suche nach Überlebenden wird zur Herausforderung. Das Linienflugzeug ist laut Rettungskräften in 2 Teilen zerbrochen und in den Potomac River abgestürzt. In Washington war es zuletzt eisig kalt. Die Wassertemperatur des Flusses liegt gerade mal bei 1 Grad über Null. Das Flugzeug soll sich rund 2 Meter tief im Wasser befinden. Die Sucharbeiten laufen auf Hochtouren. Der Flughafen bleibt vorerst gesperrt. Ja, es ist natürlich vollkommen unklar, wie es zu diesem Unglück kommen konnte. Und deshalb wollen wir in unsere Runde natürlich auch unseren Luftfahrtexperten holen, den Piloten Peter Gatz. Guten Morgen, Herr Gatz. Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Hedler. Guten Morgen, Frau Droster. Von all dem, was wir wissen, und dieser Abschuss ist jetzt ungefähr 4 Stunden her. US-Zeit war es kurz vor 21 Uhr, deutscher Zeit kurz vor 3 Uhr. Also die Wetterverhältnisse sollen ja gut gewesen sein. Haben Sie irgendeine Erklärung dafür, dass die Passagiermaschine, die Bombardier, mit dem Black Hawk zusammenstoßen konnten? Ehrlich gesagt, nein. Es muss ein Fehler sein, entweder ein Fehler der Flugsicherung, die beiden Fluggeräten eine entsprechende Freigabe gegeben hat, dort zu fliegen. Um so einen großen Flughafen gibt es eine Kontrollzone, in der der Tower bestimmt, wer wann wo fliegt. Also man kann nicht einfach umherfliegen und das ist es dann. Selbst wenn es bei der Flugsicherung ein Problem gegeben hat und ein Fehler passiert ist, dann verfügt das Flugzeug, wie eigentlich auch jeder Hubschrauber, bei Militärhubschraubern weiß ich das jetzt nicht ganz genau, welcher Hubschrauber welche Ausrüstung hat, aber jedenfalls das Verkehrsflugzeug verfügt über ein Kollisionswarnsystem, das ist vorgeschrieben und das hätte die Besatzung des Bombardier-Jets warnen müssen und hätte auch im Cockpit automatisch Empfehlung geben müssen. Dass das nicht erfolgt ist, das ist sehr unklar. Möglicherweise hatte der Militärhubschrauber dieses Gerät nicht an Bord oder nicht eingeschaltet. Für ein Militärgerät, das ansonsten auch Senatoren, VIPs aus der Regierung fliegt, gibt es natürlich unter Umständen auch Vorschriften, dass dieser Hubschrauber nicht klar für alle anderen sichtbar sein soll. Da es sich aber hier um einen Trainingsflug gehandelt haben soll des Hubschraubers, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass man auf dieses Sicherheitsfeature verzichtet hat. Ja, Sie sprechen das an. Einerseits soll das ein Trainingsflug gewesen sein, dieses Militärhubschraubers, der wohl aus Richtung der Innenstadt, also Richtung des Weißen Hauses gekommen sein soll. Und es soll ja auch kurz vor dem Crash unmittelbar eben eine direkte Ansprache des Towers gegeben haben, dass man eben sagte, seht ihr sozusagen dieses Flugzeug, was dort kommt, bitte weicht da aus. Und da gab es eben keine Antwort mehr drauf. Also glauben Sie, da sind vielleicht auch die Kommunikationskanäle unterbrochen gewesen oder war das zu spät? Wie ordnen Sie das ein? Das kann zu spät gewesen sein. Dazu müsste man genau wissen, wann es passiert ist. Dass man in so einer Kontrollzone den Funk mit dem Tower nicht hört, nicht haben kann, dass der gestört ist, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also nach meiner Einschätzung und die Faktenlage, die wir haben, ist sehr, sehr dünn. Sie haben das bereits gesagt. Ist das Wahrscheinlichste eben menschliches Versagen und möglicherweise nicht nur von der Besatzung des Hubschraubers oder des Flugzeuges, sondern von beiden Fluggeräten und auch vom Tower. So ein Flugzeug kann im Endanflug völlig problemlos durchstarten. Und wenn man im Tower sieht, auf den Radarbildern sieht, dass die sich nahe kommen, dann kann man auch sehr einfach, sehr schnell
einfach dem Flugzeug mit den Worten Go Around die Anweisung geben, durchzustarten. Und man sieht es auf dem Radarbild, gar keine solche Annäherung in diesem Ausmaß geben. Da sind schon noch viele Fragen zu klären, die wir jetzt hier heute sicher nicht beantworten können. Aber Herr Gatz, für Sie als erfahrener Pilot, jetzt haben wir einen neuen US-Präsidenten und wir wissen ja, wie schnell Donald Trump mit Meinung ist, Verurteilung ist, mit Fragen ist. Und er hat bereits heute Morgen bei X jetzt getwittert, dass er sich fragt, das Wetter war gut, es war kein Wind, der Helikopterhubschrauber, der Pilot hätte doch einfach schauen müssen, das sieht man doch, die Lichter waren doch gut zu erkennen. Also in gewisser Weise ist ja da schon eine Schuldzuweisung. Was bedeutet das jetzt? Setzt das tatsächlich die Ermittler noch weiter unter Druck, weil ich meine, die Blackbox muss ja auch erst mal gefunden werden. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Ja, natürlich. Man wird die ganzen Radaraufzeichnungen, die ganzen Funkaufzeichnungen auswerten müssen. Denn das sind natürlich jetzt alles Stunden nach dem Unfall viel zu früh. Und dann wird sich relativ schnell meiner Meinung nach ein klares Bild ergeben, was passiert ist, warum es passiert ist und wer möglicherweise für gemachte Fehler verantwortlich ist. Möglicherweise gab es tatsächlich auch eben einen technischen Ausfall eines Funkgerätes, der sicherlich für den Absturz nicht ursächlich ist, der vielleicht die Kommunikation erschwert hat. Nochmal, wenn das Wetter gut ist und die Piloten auch rausgucken, dann ist sowas ausgeschlossen. Aber wenn ich kurz erinnern darf, dass ein landendes Flugzeug im vergangenen Jahr quasi in ein auf der Landebahn stehendes Flugzeug hineingeflogen ist, dann ist es eben auch nachts schwierig, das alles voneinander zu unterscheiden. Die blinkenden Lichter am Boden mit den blinkenden Lichtern eines anderen Flugzeuges und möglicherweise, es war sehr windig bei der Landung, war der Pilot eben auch sehr fixiert auf das Steuern des Flugzeuges im Sturm, im Bögensturm und hat sich deshalb möglicherweise nicht ausreichend um andere Flugzeuge in der Nähe gekümmert. Noch einmal in einer Kontrollzone eines großen Verkehrsflughafens, und das ist der Ronald Reagan Airport in Washington. Da ist der Tower eigentlich für die Separierung der Flugzeuge und Fluggeräte, die dort fliegen, zuständig. Und das wird eben jetzt auszuwerten sein. Peter Gatz, unser Luftfahrtexperte, erfahrener Pilot. Herr Gatz, wir danken Ihnen für Ihre Expertise und vor allen Dingen auch die Einordnungen, die man bisher überhaupt vornehmen kann zu diesem Flugzeugunglück in Washington, D.C. Dankeschön. Sehr gerne.